24 Angler. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. 1 Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Wise, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Ciao, benvenuti. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des YPC Bass 2025. Wir gehen in den Nachmittag des ersten Angeltages in Gruppe A. Die 6 Teams befinden sich auf dem Lago di Cochinas, von dem wir inzwischen wissen, dass Bass um 1 Kilogramm für dieses Gewässer momentan ein sehr gutes Maß bedeuten. Insofern sind die beiden Führenden bis hierhin gut aufgestellt. Vor allem Powerboat muss sich schon jetzt keine allzu großen Sorgen mehr um die beiden Topwater-Exemplare machen. Nace hat sich nach holprigem Start mittlerweile gut eingegroovt. Die Teams der unteren Tabellenhälfte hingegen suchen weiterhin nach dem richtigen Rezept. Bevor wir loslegen, schauen wir kurz auf die Karte. Nace und B1 befinden sich fast an gleicher Stelle wie zu Tagesbeginn. Lure Drop hat quasi die Maximaldistanz vom östlichen bis zum nordwestlichen Ausläufer des Sees zurückgelegt. Zack angelt inzwischen etwa dort, wo Gun 10 gestartet war. Inzwischen sind Ken und Tucker an den südlichen Ausläufer gewechselt und Powerboat ist eben jenen noch ein Stückchen weiter runtergefahren und beginnt die zweite Halbzeit unweit der Antico Ponte. Okay guys, Episode 2, we arrived at the new spot. Jan is fishing topwater right now. We need to upgrade, or we try to upgrade the topwater fish, and I will do the power fishing stuff. So let's see what it's gonna bring. Let's go. Herzlich willkommen zur zweiten Episode YPC Bass 2025. Ja, jetzt haben wir uns die Jacken ausgezogen, jetzt geht's ab. Kampfansage, erste Hälfte war nicht so. Naja, wir geben alles erstmal. Wird schon. Nie aufgeben, das ist die Hauptsache. Genau, never give up. Boot läuft. Drittfisch? Bitte. Das ist eine kleine. Gleiche Größe, so klein. Brauche jetzt nicht weiter. Ja. 720. Yes, perfect. Nice. I think the lunch did as well. Yeah. Got some new First energy. cast. Yeah. Maybe we catch now another one, and then really hard fish for topwater. Yeah. But When we have two I think we can. topwater fish, then it's tomorrow we have a chance. An der Stelle sei gesagt, mein Respekt an Powerboat, dass die 2 Jungs so extrem auf Topwater fangen. Also so extrem sind keine Riesenfische, aber zu der Jahreszeit muss man erstmal auf Topwater Fische fangen. Ja. Ich hab was anderes habe ich ja nie gehabt. Ich fühle mich so richtig zitterig, Alter. So wie wenn ich komplett nervös bin. Meine Knie sind weg und so, Alter, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Ja. Dass ein 3 Kilo Fisch kommt. Fisch. Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Petri. 0,91. Der bis dato größte Bass für Eule und Mira. Die Reaktionen bleiben aber vorerst verhalten. Bei Lure Drop gab's bisher noch weniger Grund zur Freude.
Der wiegt. Boah. Okay. Oh man. Endlich mal. Mühsam ernähren sich die Eichhörnchen. Okay, endlich mal haben wir unsere zweite Fisch, Leute. Kein Scheiß. Ich dachte, wir waren mal so drin, dass vielleicht kriegen wir keine 2 Fische heute. Weiß man denkt alles, wenn man ewig lang keinen Biss bekommt, ehrlich gesagt. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. 0,6 Dry. Immerhin. Tiny Fish, aber unser größter bis jetzt. Naja, immerhin das Minimalziel ist damit abgehakt. Bleibt zu hoffen, dass die beiden nun freier aufspielen. Powerboat fischt längst mit breiter Brust. Fisch? Like we said, the stretch here is good. I think it's too small. But hey, Still, fish is fish. good job. Maybe he will jump for us. No. Okay. Every fish is good. It's important. It's a good sign. So in this kind of water where we are right now, it's a little bit different than there where we were. So it's good. So we know they bite here also. Fish. Das ist ein kleiner. So klein ist er nicht. Peter. 0,70. Auf Denny. In Flushing Wakasagi. Markus, die Frage ist wirklich, ob wir dann nicht beide fischen sollen. Die natürliche Farbe. Tust du die schon drauf? Das ist ja klar, das kristallisiert sich heraus. Was kleines Wildes. Und außerdem, jeder, der ihn kennt, weiß, Danny regelt immer. Dann ist es halt wieder so, ne? Schicke ich wieder den ganzen Tag Danny ins Rennen. Fisch? Ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, ich bin super. Danny regelt, Alter. Sehr Freund, dann siehst du ja wie immer, Alter. Danny in Farbe, unbekannt. Geil, Alter. Mega. Jetzt war es fast gewöhnt vom Training, hätte ich nicht gerne geschmissen ohne zu wiegen, Alter. Ohne Scheiß, ich schwöre. Das war ganz kurz davor. 0,89. Knapp. So, Super, Markus. geil. Schönes Ding. Okay. Ciao, Baby. Schick der Mama vorbei. Ja, das sieht man, Alter. Das Ende wollen sie nicht. Chatterbaits, klar. Jetzt dritter Wurf, Danny. Und läuft. Okay, dann machen wir so weiter. Puh. Ja, da wollen sie es schnell halt und wild da einfach, wie mit dem Chatterbait. It's really small. Ja. Really small. Erster Wurf am neuen Spot. Wieder ein kleiner. Klein, aber dünn. Klein, aber dünn. Und er stinkt. Und er stinkt. Schnell wieder rein. Next one. Jump for my love. Jumping. I think
He's got a fish. Good one. Yeah? Yeah, not Small and fat, small and fat. not big, but Yeah. okay. It's an upgrade. Yeah, it's definitely an upgrade. This one is closer to 1 kilo. 8-1. Really? Ja, schön. Gute Barsch. Gut, mein Freund. Gut, mein Freund Daniel. Ja, dann die nächste, großer, ja? Ja. Yep. Quick release. Really good. Was hier in Sardinien echt brutal ist, sind die Steine, wie man hier eigentlich überall sieht. Wir suchen eigentlich die ganze Zeit Steine unter Wasser und dann fischt man auch dementsprechend in den Steinen. Und ich fische auf meiner Rolle komplett Fluorcarbon. Das hat eigentlich den Grund, dass Fluorcarbon ein bisschen schneller sinkt wie Braid und natürlich unsichtbar in Anführungszeichen ist und ein bisschen abriebsfester. Aber auch mit dem Fluorcarbon hat man ziemlich oft Schaden und muss andauernd nach jedem, ich sag mal, 5. Wurf seine Schnur kontrollieren, die ersten 1-2 Meter, weil es hier so steinig ist. Man hängt andauernd mit den Craws in den Steinen, aber da stehen nun mal die Bass. Ja, materialintensive Nummer, aber der Anhieb zeigt, warum die Schnur beim Bass-Finessen 100%ig intakt sein sollte. Nace netzt den nächsten ein, doch auch in anderen Teilen des Cochinas bleiben die Bass umtriebig. Nein, Mann, Alter. Ah, ist er weg. Und wieder kleiner. Besser. 0,5. 0,5 immerhin. 500 Gramm mehr, Baby. Ja, guck mal, so schön sieht ein Bass aus. Frischer. Schön. Bisschen besser. Ja, komm. Ja, ja, da ist er. Der ist besser. Upsi. Sehr gut. Der ist ein bisschen besser. Ja. Jetzt kommen wir in eine richtige Ja. Kategorie. 0,84. Kurz nähern uns. Witterung aufnehmen nach der dickeren. Und dann geht's. Vielleicht ist der Knoten jetzt hier Platz, Frankie. Auf jeden Fall. Ja, vom Feeling, wir sind relativ spät gestartet. Noch nicht so, wie wir dachten, auch von den Größen. Jetzt so langsam geht's los. Das ist ein Lichtblick. 0,84, schon ein schöner Fisch. Ja, jetzt merkt man Friri gerade. Diese Finesse-Technik, wenn die Fische doch vorsichtig sind, wahrscheinlich noch, sind immer eine gute Taktik. Naja, du bist halt hier mit tiefer als mit einem Chatterbait. Und wenn wir hier an den Strukturen angeln, angelt Frank quasi mit einem Chatterbait oben rüber und ich an den Seiten schön in den Stein, und da erwischt man mal den einen oder anderen Fauleren, der jetzt nicht nach einem Chatterbait hochgekommen ist, und dann können es auch mal größere sein. Das ist so die Hoffnung und die Theorie. Wir wollen jetzt noch mal diese Uferkante bis zu Ende fischen. Dann kommt sowieso die Brücke, da darf man eigentlich bis auf die Entfernung von 100 Meter fischen, näher nicht. Und dann sieht es so aus, als würde wirklich das Gewitter kommen, so in 2 Stunden. Und da wollen wir versuchen, Topwater zu fangen, weil sonst wird es meiner Meinung nach schwierig. Und wir haben uns bis jetzt sehr schwer getan im Training mit dem Topwater. Also, wir versuchen es auf alle Fälle. Fisch. Bringen uns aber nicht weiter. Fisch. Danke, Markus. Hilft uns nicht weiter, aber Freude macht er trotzdem.
あれ去年のディフェンディングチャンピオン。Come on! Okay. Oh, fail. Oh, put it down. Okay. Yeah. All right. Oh, good one. Ooh. Sammy. Did you see that? Let's go. Yeah, the crow. Crow Guncraft of Face Your Weight. I like it. Please 993. Yes. All right. Close to kill. Okay. Yeah, number 2 with top water. Okay. Thank you. All right. Bye bye. All right. Auch Ken und Tucker holen sich den zweiten Topwater Bass. Kein Selbstläufer, bei diesen enorm lernfähigen Fischen zählen Nuancen. Selbst die notorischen Raser von B1 gehen da subtiler vor. Wir fahren jetzt rein elektrisch mit dem Bugmotor. Wir haben einen Garmin Force Motor dran. Nachher zeigt noch, warum wir den nehmen. Hat einen guten Grund, aber erstmal die Stärke schon einmal, 36 Volt. Wir sehen jetzt, wir fahren hier schon 5,2 Stundenkilometer mit dem Elektromotor. Ja? Hier ist der Spot, wo wir hin wollen. Den fahren wir jetzt ganz ruhig kurz mit dem E-Motor an. Dann testen wir den aus und danach fahren wir wieder weiter. Moven uns praktisch hier rein, wenn man die Karte mal zeigt. Das ist eine Relief-Sharing-Karte und die den Kantenverlauf im 3D-Optik besser sehen können. Also jetzt ist er auf unseren Spot und jetzt können wir losangeln. Ja, mach Dampf. Ja, ein bisschen besser. Nähern uns langsam. Das ist besser als 0,5. Ja. Also zufrieden sein mit dem, was da ist. Ja, auf jeden Fall. 0,67 hat er. Da, so sieht er aus. Und zurück mit den Jungen. Ja, sehr gut. Alles Verbesserung. Ja. Ich Topwater und du schätterst. Mit dem Stickback komme ich ja dann trotzdem bis dahin. Nicht? Ja. So, ja. Gehen wir an Turntables ran als DJ Frank. So einen großen brauchen wir und einen Toppi. Der bringt auf jeden Fall Sicherheit, ein Topwater, egal welche Größe. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Bisschen besser, schnell. Super. Ja, da ist er. Wieder ein bisschen besser, kleine Verbesserung. Ja, mal weiter, wow. Mal weiter. Ja. Schöne Verbesserung. Ja, 0,84. Super. So, und der geht wieder zurück, Freunde. Bass. Ja, ich sehe von ja, so, okay? Ja. Schöner Release. Sauber weiter. Schön, ja. Sauber weiter. Ich mach schnell eine Meldung und du fängst noch ein Kilo-Ding. Das gesamte Feld rückt wieder recht eng zusammen. Ein Team mal ausgeklammert. Leute, jetzt haben wir uns in den Wind gestellt hier. Versuchen wir über Wind und Steine Powerfischen zu machen. Also ihr seht ja hier die offene Wasserfläche. Hier geht der Kanal rein. Das sind die ersten Felsen und die stehen im Wind. Vielleicht fangen wir hier den einen oder anderen an den Stein weg. Gut werfen. Jede einzelne kleine Lücke sehen, anwerfen. Hoffen, dass einer drin steht und drauf sprintet. Und dann sollte er möglichst groß sein. Weil langsam wäre es Zeit für ein paar gute Fische, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das Schneckenrennen hat sich auch in eine andere Richtung entwickelt inzwischen.
Und zumindest wollen wir heute nicht die größte Schnecke sein. Nee, das wollen wir wirklich nicht. Was man ebenfalls auf keinen Fall möchte. Ja, sorry, Alter. Ich hab nicht gesehen, dass du da hinstehst, du Decke. Fancola. Ja, tut mir so leid. Nimm mir meine Schnur. Hängt einer drin oder zwei? Ein. Oh Gott. Heute ist wirklich alles scheiße. Soll ich einen Runa drehen? Warte, am besten bin ich nervös wegen diesem Haken, weißt du? Okay. Nicht, dass du dann... Du musst dann aber richtig reißen. Soll ich reißen einmal? Ja, reißen. Also, ich nehme mal richtig Entspannung. Vorsicht, der andere Haken. Oh, mega. Was soll ich denn sagen? Ach, Kataleit. Am besten, wenn haben wir hier Zange. Ja. Da gleich den ab. Ich weiß nicht mehr, wie... Dann probiere ich es. So. Und dann musst du einfach wirklich fest reißen. Wirklich? Ja. 1, 2, 3. Ja, ist halb so schlimm. Ich hab dich nicht gesehen, ich nicht rausstehen. Kein Problem. Mir ist klar, dass du das nicht Ich absichtlich bin aber in der machst. Spitze reingekommen von der Rute, die hast du so schräg in der Hand gehabt. Ich hab... Kein Tut mir Thema. leid. Porca Miseria! Diese OP müssen sicher einige, einschließlich mir, erstmal verdauen. Kurzer Werbeblock, um auf andere Gedanken zu kommen. Am 29. Mai ist Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt, Männertag. Nennt das wie ihr wollt. Ein Tag ganz im Zeichen des Mannes. Und wir wissen ja, was Mann da am liebsten macht. Ganze Motto, lass lieber deinen Köder als dich selbst Schlängelinie laufen. Gibt es für jeden Einkauf ab 50 € einen Purge-Glider gratis on top. Einfach shoppen, Purge-Glider auswählen und mit dem Code DaddyDeal25 wird der Monkeylo Swimbait genullt. Und wie immer gilt, einmal pro Kunde einlösbar und nur solange der Vorrat reicht. Nur bis zum 29.05. und nur auf Hecht und Barsch.de. Bei der Anglerschmiede gibt es aktuell ein Starter-Set im Wert von über 170 €, kostenlos zu jedem Online-Vorbereitungskurs auf die Fischereischeinprüfung. Und das Beste daran, die Route gibt es nur bei uns. Extra für euch produziert ist es die ideale Route für den Angeleinsteiger. Die aus Carbon gefertigte Route sorgt für optimale Bisserkennung. Mit einer Länge von 2,20 Meter ist sie super geeignet für das Angeln vom Ufer, aber auch für das Angeln vom Boot. Und das Wurfgewicht von 20 bis 60 Gramm sorgt für die perfekte Allround-Route für deinen Start. Die passende Rolle, direkt vorbespult, sowie Köder und Zubehör sind natürlich auch dabei. Sicher dir jetzt dein kostenloses Angelset und starte in deine Angelkarriere. Alle Infos dazu findest du auf anglerschmiede.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Powerboat. We're going to our secret spot. Yeah.
I think so. Fuck! Ja. And I go like this, and it's serious mode. No distraction. Daniel, I have a bite. Get a bite? Yeah. Whoa. Spot is still good. Yeah, but not a big one. We don't measure it. It's a fishy. So yesterday the spot was good as well. Why didn't you show it to the camera? It's just too small, man. Yeah. But we didn't catch something for a while. Yeah, that's true. But now you catch a big one. Yeah. Small. Really small one. But it's not a fishy. It's good to be on the fish again. Maybe his big sister's there. Man kriegt viele Kleinen. Wir brauchen die nicht zu wiegen. Mal immer wieder mit einem Senker und hofft man, dass ein großer zwischen den Kleinen steht. Wir überlegen kurz mal ein paar weitere Points zu fischen. Es ist jetzt 20 nach 1. Wir hätten theoretisch Zeit vielleicht bis 14 Uhr ein bisschen was zu probieren. Dann von 14 bis 15 Uhr Powerfishing. Und dann wollen wir die letzte Stunde probieren wieder, wo wir gestartet haben heute Morgen. In der Hoffnung, dass doch einen wieder auf Topi oder sowas geht. Ich habe gedacht, ja, ein bisschen. Jetzt habe ich ihn. Der ist ein bisschen besser. Bitte weg, Käfer. Alter. Sorry. Okay. Der ist eine leichte Verbesserung. Aua. Sorry, Hannes. Ich habe Hannes auch verletzt im Prozess. Alles okay. Kann passieren im Gefecht. 0,60. Naja, ganz kleine Verbesserung. 0,60. Ja, was heißt Verbesserung? Was heißt Verbesserung? Ein paar Fische. Das ist überhaupt keine Verbesserung. Auch gut. Wir hoffen natürlich, wie ihr hört, Leute, schon viel auf die anderen See zu fangen. Aber ja. So, 6,2. Das ist eine Verbesserung, ist ein 5er raus. Ja. Ja. Alles gut. So, jetzt seht ihr gleich wieder zurück. Ja. Von der Bass Rangy. Ja, Quick Release. Trotzdem noch mal einen Wurf jetzt mit. Ja, du machst Topwater, ja? Ja, also jetzt merkt man ja, wir waren heute Vormittag schon hier. Da hat das noch nicht funktioniert und jetzt siehe da, nachmittags, dass die Fische am Nachmittag auf jeden Fall aktiver werden. Von daher immer ja, den Spot nicht aufgeben, sondern mehrmals anfahren zu verschiedenen Tageszeiten. Kann immer mal den Fisch dann doch noch bringen. Since we caught the last few fish here on that edge on the deeper part on a jerkbait, I'm gonna switch from top water now to a free rig again and just cast it along the shoreline on 2 to 3.5 meters maybe, and just do long big jumps because we have big rocks here and you want to do big jumps and let it fall on very slowly. That's the plan for now. Let's see if it works. Plan. Also was ihr vorhabt. Wir haben ja versucht Topwater zu fischen, aber das ist nicht gut. Wir haben nur so kleine Köder, die sehen wir nicht bei den Wellen. Also schwierig. Jetzt sind wir in eine steilere Bucht gefahren und fischen nochmal mit Quenks ab. Und sind wirklich in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie 2 Kilo Fische kriegen. Die Fische, die in dem See stehen bleiben. Das wäre halt, ja. Das wäre halt gut. Das wäre gut. Leute, ich kann es nicht verhehlen. Ich bin leicht gestresst. Minimaler Stress macht sich breit. Leichtes Magengrummeln. Sollte jetzt langsam mal losgehen. Also so schlecht lief es wirklich im ganzen Training nicht. Und vielleicht war es wirklich kein so gutes Omen, den ersten Fisch zu verlieren. Man weiß es nicht. Stellt sich hinten raus. I'm in total peace with nature.
I'm connected with the rod into the water. I have bees over me. And now is the moment that nature will provide me with a big bass, because everything is in symbiosis. I hope so. The bee is feeling my inner. Yeah. It was feeling my inner peace. Ist okay? Koala, ja? Das ist gut. Sind wir hier richtig? Oder hier falsch? Verfahren. Guck mal, wie die aussieht. Trotz Navi. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. An. Fisch. Ist drin. So, die 3. Super. Den kann ich gleich wieder schwimmen lassen. Ne? Wir brauchen Kilo Fische hier. Ja, nicht. Ja, bigger. Not really big. It's the biggest. Oh, it's your PB. No, please. Twitch bait is on fire. Yeah, 0.49. Still. It don't matter. Fish is fish. Again, on the jerk bait. The 12? Yes. 13 fish, something like this. And we are having a fun day. Fish is fish. Bye bye. And what you gotta do as well, if they poop on your hand, you have to put it in your face. Okay. A warrior. Since we want to target bigger fish, I'm gonna switch from the smaller size we had, like this is the medium size we have, 3.5 inch. I'm gonna switch to 4 inch now. I think I'm gonna change to the color Buttercraw. It's like a brownish with an orange belly, and it's very UV active. And the good thing about free rig is you just need to do one single knot, so you're quick with changing lures. Fish. And sorry, fish. Don't say sorry, man. Sorry, I'm gonna keep explaining later. This is a keeper. Yes. 0.63. Right, we got interrupted from Goran, but hey, you can do that again if you want. Yeah, okay. As many times as you want. And the knot I'm doing is very simple. Through the loop, hold the loop, turn it 4 to 6 times. It depends on which size of a leader you're using. One time back, and the loop that's created here, go back through it again. Wet it, pull it, and it's good to go. And especially for bass, you don't need to tuck it in like softly or gently the tip, go all the way in. So you're safe in the cover, and the bass will easily push down the bait so the hook can be set. Yeah, and that's already it. So it takes maybe 20 seconds to change the lure and the hook for a free rig. Better one, sehr guter Fisch. Oh, Gott sei Dank. Come on, get it first. Ja, Mann. Du hast Yes, baby, the came off. You see that? Oh. Cool, das ist vielleicht ein Zeichen. Hey, ja, Mann, das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! Guck mal. Was soll's sonst sein? 0,8. Schön, Hannes. Schön. Schaut euch diesen prächtigen Fisch an. Der war wichtig. 500 Würfe nach meinem ersten Fisch gefühlt. Mit Purple Chartreuse. Jetzt knallt's gleich so. Jetzt rollen wir zwei beiden, nämlich das fällt mal von hinten auf.
Fisch. Ja. That's okay. Okay, danke. 0,58. Leider eine falsche Größe noch, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Anker. So Leute, der nächste Fisch. Petri Heil, my friend. Petri Heil. Scheint jetzt wirklich, ihr merkt, es ist deutlich windiger und das ist sehr gut für das Powerfishing. Aber natürlich, jetzt werden die Räuber ein bisschen aktiver. 0,61. 610 satte Gramm, Alter. Richtig geil. Better than nothing, this stage. Aber ich habe ein besseres Gefühl. Ich glaube, jetzt, wenn wir das eine Stunde durchziehen, kommt schon ein paar Fischer. Petri, my boy. Danke. Am Tabellenstand ändert sich zwar nichts, aber Lure Drop ist zumindest nicht mehr komplett abgeschlagen. Ein willkommener Wetterumschwung also, sofern man gut vorbereitet ist. So we put on our rain suits from Gill. You should check it out. Really good, nice stuff. Yeah. High quality. I have friends who has it for 10 years now, I think. And they had no problem. No problem. Still all the way dry after a full day of rain. So check this out. It's really good. It's time for the power hour. Here we go. Power hour, let's go! We are now looking if we can find the school of bass that we found yesterday. There was a big school. He's using the live scope on his paddle, looking 25 meters up front. Do you see anything? One lonely fish. Structure here. Yesterday it was full of fish. Hier könnt ihr jetzt die Fische sehen. Oben steht 22 in 22 Meter Entfernung. Und da wir den Livegeber am Bugmotor befestigt haben, schaut jetzt der Bugmotor in die Richtung. Heißt, die Fische sind 22 Meter straight in die Richtung. Okay, let's go. Let's see if the live scope was right. It's not lying to us. Then it's a lie scope. A lie scope. Yeah, we only use it to locate the fish. We're not using it to fish like pelagic. We just try to find the school. We can also do it with the side scan, but the live is easy because you can really point at the fish. A rainy bass. Rainy bass. Yeah, it starts to rain, so it's a rainy bass. 0.62. Yeah, another one. You bite my finger. Keep the line tight. Yes, baby. And a crawl. It was the first drop of the First drop, and then he took it right on the stone. It's crazy. You're catching on 3 meters or something, Yeah. and I'm catching right at the stones. 0.97. It's working. Again, free rig bass. 064. Thank you, man. Yeah. Almost. Good job. Die Technik hat's schon erwischt. Powerboot gibt's ab jetzt nur noch über die Actioncam zu sehen. Goran und Jan selbst scheinen aber recht unbeeindruckt vom Regen. Vorboten des Schauers erreichen langsam auch die südliche Seeseite. Fängt's doch ein bisschen an zu regnen. Gut. Von heute Vormittag 20 Grad T-Shirt-Wetter. So schnell kann's gehen. So letzte Stunde. 1 und eine Viertel. 1 und eine Viertel. Kommen noch ein paar Fische, komm. Vorbei ist Wetter jetzt. Ja.
So stellt man sich Sardinien vor. Komm vor, Fische verliert man. On a small delta with a nice dragon. 600 grams. Little upgrade, 600 grams. It's better. Let's get it back. It's What? better. Better? Ah, no, sorry. Ooh, 630. We're on the fish. Seven, one. Ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Stunde zu fischen, circa eine Stunde zu fischen. Deswegen wollen wir noch mal diese Uferpartie, die wir heute früh schon versucht haben abzufischen, hoffen immer noch auf einen Kilo 20 Fisch, den wir hier schon im Training gefangen haben. Mal schauen, ob es klappt. Ich fische gerade einen Chatterbait in der Farbe Morkiwi, 3/0er Haken, und als Trailer habe ich den neuen Detail von Johannes. Das Ganze fische ich an der Barschalarmroute bis 21 Gramm. Lure Soul, ich glaube 0,12er habe ich drauf, und ein ziemlich langer Fluorocarbon. Das ist, glaube ich, der Neo in 0,28er. Das ist meine Combo jetzt für die letzte Stunde des ersten Tages. Fisch. Mutter aus mir, das ist den Morau. Jawohl. Ja! Das ist er, jawohl. Geil, Junge. Geil. Das ist genau den, Alter. Perfekt. $1,56. Geil, Alter. Mega, jawohl. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Sehr geil. Ein Langka, genau. Das ist ein Langka für hier. Ja. Das war auch der schönste Fisch, so einen schönen haben wir im Training auch nicht gehabt. Hat er sich verdient, nach abgefahrener Schraube und Diskussionen und so. Ein Haken im Finger. Vor 5 Minuten habe ich gesagt, dass wir uns einen 1,2 erhoffen, und dann kommt er. So, Markus, noch einen. Ja. Hier auszaubern. So einen brauchen wir noch. So ist ein Haken im Finger doch ganz schnell wieder vergessen. Nach Pech und Pannen geht Zeck mit mindestens einem Ass im Ärmel in den zweiten Turniertag. Das ist vor allem den bis dato besonders erfolglosen Teams schmerzlich bewusst. So Leute, wir sind jetzt in der letzten halben Stunde und habe auch gesehen, Zeck habe auch einen großen Fisch gefangen. Das kann ganz wichtig sein in der Endabrechnung leider für uns. Aber ja, Gratulation, schöner Fisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gar nicht so einfach, so einen Fisch zu fangen auf dem See, especially auf so einen Tag jetzt. Jetzt heißt alles oder nichts. Noch Nace Runner und dann den Big Fish, den größten Fisch im See suchen. No. This side maybe works too. Great small bass with fat belly. 21 bass. Ab, oder? Nein, ist noch da. Auch ein schöner Fisch. Auch ein schön. Oh nein, ist ein kleiner. Auch wieder der unermaßig. Oh.
Get the jig. Schöner Fisch. Aber Spinnerbait-Taktik hat funktioniert. Ja. Vielleicht beißt noch seine Mama. Nice. Ja, wirklich. Voll. Vielleicht sagt er mal. Ja. Hat er? Das könnte er haben, ja. 053 hat er. 053. Petri, Alter. Los, jetzt so hin. Sehr schön, sehr schön. Last Minute, Top Water Point. Also nie aufgeben. Wir sind jetzt komplett vom See eine Seite zur anderen gefahren. Waren 15 Kilometer bestimmt. Nicht viel größer, aber Top Water hat geklappt. Mit dem Propellerbait. Die Power Hour lief nicht so wie geplant, ist unser Statement. We found a group, Yeah, but we already knew this group. Like, Yeah. it didn't change much. Also, this fishery for bass like this, live scope is not really a cheat in my opinion, because you're not casting at one fish and then throwing the lure in front of it. We're just searching for the school, using it a little bit like the side scan. So, yeah, it was a fun power hour, but nothing too special, right? Es ist der falsche See für eine Power Hour. Yeah. Es gibt aber auch Seen, da reißt die Power Hour ziemlich raus, würde ich mal sagen. I understand for Zander it's a different story. Yeah, but also for bass, but it's the wrong lake here. Yeah. It's a little fatty, we can weigh this. 0.518. Nice one, good job. Just flip once, please. Whoa! Yeah! Told you it's a good idea to Yeah. Yes! Yes, baby! Yes, guck mal! Woo! Booyah! Check out! This is a good one, huh? Honey, this is the best. 144, 145. Okay. 145. Okay. Okay, it's the last. We're struggling so much. No, we're not struggling. We're catching fish for big fish. Big one. And here it is. The big Cogina Sardinia bass. Okay. Thank you so much. Go back. Ein weiterer Kracher zum Abschluss und angesichts der fortgeschrittenen Zeit müsste das eigentlich der Tagessieg für Goran und Jan sein. Wir drehen aber noch eine letzte Runde. Vor allem B1, Lure, Drop und Nace könnten noch einen besseren Fisch dringend gebrauchen. So Leute, die letzte Minute fängt jetzt an. Die letzte Minute läuft. Komm Hannes. Ein Fisch geht noch. Ein Wunder. Ein Fisch auf Wunder Toppies. geht noch. .60. The last fish of the Episode 2. Yeah. Episode 2 is over. Episode is over. We are also over. I think we make a good show for you guys. We had great fishing. It was really fun with you, man. Come on, let's release the last bass of And this day. see you guys in the next episode on another lake. Yeah. For big bass. Yeah? Yeah. You're on the net. You're on the net. It's a bigger one. It's a nice one. Oh, yes. What the fuck? Spinnerbait going hard. Woohoo, the last fish I think for the day. Oh, yeah. It's a tall one. 700 gram. We put the last fish in the water. The Yes. rain it's really hard, but the Nate's clothing are really good. My shoes are really red. Like the fish.
Bye bye. See you later. Daniel, it was a nice day. It was a good day, man. Hope you guys enjoyed. Now we're gonna go for the big ones. I hope so. 3 kilo. I hope it's coming. Vorbei. Upsti, das war der erste Tag. Ja, das ist noch nicht verloren. Nee. Noch einen Topwater-Fisch gekriegt. Das war ja richtig. Das war schon cool. Auch wenn es nicht der größte war. Egal. Genau, waren alles nicht die größten heute. Er hat einen Glücksmoment beschert. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ist noch nicht verloren. Wir kämpfen weiter am zweiten Tag auf dem Lago Omodeo. Da sind größere Fische, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, da hoffen wir mal drauf, dass die jetzt kommen. Also drückt die Daumen. Team B1 Honda Garmin, ja, muss man noch mal kurz sagen. Danke an Honda, danke an Garmin. Versicherung ist wichtig, Pantinius, Yachtversicherung. Also gerade hier kann man ja schnell aufsetzen, da ist mal ein Schaden da. Also von daher gut versichert, gut versicherte Boot ist wichtig, macht es. Oder im Urlaub wird was geklaut oder Boot geklaut. Ja, alles schon vollkommen. Wir fahren jetzt rein, wir sind jetzt nass, ziehen uns um und ja, wir sehen uns nächste Episode wieder am neuen See. Also ciao Leute, bis dann. Haut rein. ちょうどこう2人のタイミングが合いながらできたからいいかなという。We got a good timing. Yeah, day one. で最初にこうジグとかクランクでって言ってたもんね。最初に釣ってもらって後でこう合わせながらでかいのを探していくっていう。まず揃えようって言ってたから揃えすぎましたね。そうだね。そうだね。Yeah, he said lots of catch the fish and super good day. キー悪いからね。いやでバイバイって。See you next time. See you next time. See you next time. See you next time. Jetzt sagen, mega Leistung, alle, viel geil. Super. So, eigentlich haben wir zumindest Teil geschafft, was wir vorhatten. Ich habe immer noch Riesenangst vor den Topwaterfischen, die fällen uns halt für morgen. Aber sonst sind wir mit dem Ergebnis von hier eigentlich super zufrieden, oder? Sehr gut gemacht, Mira, auf jeden Fall geil. Alle beide. Jetzt. Es sind immer 2 Leute auf dem Boot. Jetzt müssen wir übermorgen upgraden. Und zwar 7 Fische am besten. Ja, am besten. Ja, am besten 7 Fische und dann hätte man vielleicht sogar ohne Topwater eine Chance, glaube ich. Aber wir kennen nicht 7, weil 2 zählen von heute. Da sind wir aber im Durchschnitt eigentlich über 1 Kilo und das ist nicht schlecht. Das ich auch sagen, ja. Also 2 Fische von hier, das passt schon. Genau. Mira, geil. Jungs und Mädels, Team Zeck ist out. Also Leute, das war unser erster Tag. Wie ihr seht, stürmende Regeln jetzt zum Ende. Passt irgendwo zu den Gefühlen, ehrlich gesagt, ein bisschen. War ein sehr schwieriger Tag für uns. Absolut nicht gelaufen, wie wir vorgestellt haben. Immerhin kann Hannes lachen. Ich muss sagen, ich kann momentan nicht so lachen. Aber ich hoffe, ich kriege bald mein Lächeln zurück. Auf jeden Spätestens vor Mittwoch. Weil Mittwoch, da zählt dann wirklich alles. Da geht um alles. Und wir haben ein gutes Gefühl für den See. Wir haben sowieso vom Anfang an gedacht, am Mittwoch, da muss alles passieren. Man hätte gehofft, dass man ja tatsächlich einen Fisch um 1 Kilo gefangen hätte oder über 1 Kilo. Aber so ist es. Es ist noch nichts verloren, Nichts Leute. verloren. Wir müssen eine riesen Aufholjagd starten. Das ist doch auch eine Geschichte, die zur Legende werden könnte. So ist es. Und Legenden muss man sich erkämpfen. Und das werden wir tun. Und dann greifen wir am Mittwoch an und machen die alle fertig. Vielleicht. Hoffentlich. Was für eine Kampfansage. Wenn der Titeltraum weiterleben soll, wird der Barschpapst seinem eindrucksvollen Säbelrasseln an Tag 2 Taten folgen lassen müssen. Denn Powerboat, Gun 10 und Zeck sind ein Stück weit enteilt. Bevor Johannes und Daniel aber zur Aufholjagd trompeten, geht es nächste Woche erstmal weiter mit Gruppe B. Mit dabei die Best-Hour-Brenner von CBC, Harty Rice und Ilex.
Außerdem 2 neu zusammengesetzte Duos von Abu Garcia und Stroft. Und zu guter Letzt feiern die beiden Stefans von S.A. Schlitium nun auch ihr Bassdebüt. Insgesamt ein guter Mix aus Unterhaltung, Angelkompetenz und einem Schuss Urlaubsfeeling. Schaltet Sonntag wieder ein, genießt den Angelfrühling und lasst uns einen Daumen plus Kommentar da. A presto! Ciao!